Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, und wenn du jetzt überlegen solltest, welchen TV-Stick du dir in Zukunft kaufen möchtest, dann bist du hier genau richtig in diesem Video, denn wir vergleichen am heutigen Tage mal die beiden meistverkauftesten Sticks momentan bei Amazon. Das ist einmal der Roku 4K Streaming Stick, relativ frisch, relativ neu, und auch der neue Amazon Fire TV Stick 4K Max, also zweimal Premium TV Sticks, kann man schon sagen. Das ist schon eine Preisklasse jenseits der 60 Euro. Oh yeah! Und wenn du alles erfahren möchtest, wie die beiden Sticks bedienbar sind, was die Unterschiede sind hier zwischen den Sticks und welchen du kaufen solltest und welchen du nicht kaufen solltest, dann bist du genau richtig bei meinem Video. Ich wünsche dir viel Spaß beim Anschauen. In der heutigen Zeit ist es natürlich nicht mehr so einfach, sich sozusagen hier mal als Konkurrenz gegen den Fire TV Stick zu stellen und als neue Firma im europäischen Markt komplett hier versuchen, Marktanteile zu bekommen. Aber die Firma Roku, die hat es gewagt, aber die haben es auch gewagt, weil die einfach mal schon in Amerika ein Riesenstar sind. Da sind sie nämlich gegenüber dem Fire TV Stick und allen anderen TV-Sticks Marktführer. In Europa kannte sie bis jetzt kaum einer. Jetzt haben sie Marktanteile, die liegen jenseits der 5%, also wirklich nicht so doll. Und jetzt soll natürlich durchgestartet werden. Und hier stellt man sich gegen den Amazon Fire TV Stick 4K Max. Und hier gibt es natürlich verdammt viele Unterschiede zwischen diesen beiden TV-Sticks, obwohl man es auf Anhieb nicht sehen kann. Die sehen relativ gleich aus. Selbst die Verpackungen sind wirklich fast gleich groß und von der Aufmachung her auch fast gleich gestaltet. Man gibt sich da ein bisschen Mühe, auch ein bisschen was anderes zu machen. Aber so auf dem Streaming-TV-Stick mag das natürlich eine ganze Menge los. Jeder Hersteller macht seinen eigenen TV-Stick und es ist gar nicht mal so einfach. Also, wir schauen uns jetzt mal an, was die beiden gemeinsam haben, was die als Unterschiede haben und welcher vielleicht besser ist. Als erstes stellen wir natürlich den Platzhirsch vor. Das ist der Fire TV Stick 4K Max und der kommt im Lieferumfang mit einem Netzteil. Mit der Fernbedienung, dem USB zu Micro-USB-Kabel, dem HDMI-Verbindungskabel, 2 Batterien und der Bedienungsanleitung. Und gleichzeitig gibt es natürlich dann auch nochmal im Zubehör, bei wem das WLAN ruckeln sollte, diesen Ethernet-Adapter mit dazu. Den schließt man einfach an den Stick mit an und hier wird sich dann sozusagen mit dem Kabel verbunden und dann ruckelt nichts mehr. Der kostet etwa 15 Euro und erspart eine ganze Menge Ärger, falls euer WLAN relativ langsam ist und ihr den Router nicht tauschen wollt. Hier mal empfohlen dieser Ethernet-Adapter für den Amazon Fire TV Stick 4K Max. Beim Roku TV Stick sieht das natürlich ganz ähnlich aus. Auch der hat einen Lieferumfang von einem Netzteil. Dann geht es natürlich weiter mit dem WLAN-Empfänger, dem Streaming-Stick an sich, der Fernbedienung, 2 Batterien und der Bedienungsanleitung. Und hier konnte ich noch kein Zubehör finden. Also momentan ist der wahrscheinlich auch relativ gut im Streamen. Und wenn euer Modem da etwas ruckeln sollte, da kann ich euch leider nicht weiterhelfen. Aber wie gesagt, der Lieferumfang dieses TV-Sticks ist fast der gleiche wie beim Amazon Fire TV Stick. Von den fast Gemeinsamkeiten kommen wir jetzt mal zu gravierenden Unterschieden und das sieht man dann schon in der Fernbedienung. Und zwar bei der Fernbedienung von Roku TV kann ich persönlich feststellen, dass die sich erstmal besser greift, dass die etwas hochwertiger verarbeitet ist als die vom Fire TV Stick. Bei beiden Fernbedienungen sehen wir im oberen Bereich den An- und Ausschalter. Darunter kommt dann hier die Taste für Home und hier ist dann die Taste für Alexa, für die Sprachfernbedienung. Ansonsten setzt man bei Roku TV auf Pfeiltasten, währenddessen bei Amazon TV auf dieses kreisförmige Bedienfeld gesetzt wird. Und im mittleren Bereich sieht man dann auch fast gleich bei beiden Fernbedienungen die verschiedenen Bedientasten für Vorspulen, Zurückspulen, Menü, Play und andere Dinge. Die Lautstärketaste ist bei der Amazon-Fernbedienung hier komplett in der Fernbedienung vorn verbaut, wobei bei Roku TV, also bei dieser Fernbedienung, hier die Lautstärke an der Seite ist, sowie noch eine Stummschalttaste, die man ebenfalls seitlich bedienen kann. Im hinteren Bereich ist alles möglich, was die Batterien betrifft. Sie werden beide gleich von diesen dreifach AAA-Batterien betrieben. Also hier hinten ist sozusagen fast alles gleich, außer dass die Klappen noch unterschiedlich aussehen. Und dann haben natürlich auch noch beide im unteren Bereich die Short-Tasten für verschiedene Streaming-Anbieter verbaut. Bei Roku TV ist es Netflix, Spotify, Apple TV und Rakuten TV. Und bei Amazon ist es Prime Video, Netflix, Disney Plus und Amazon Music.
Die Unterschiede zwischen diesen beiden TV-Sticks. Man setzt sie natürlich momentan im Handel bei Amazon relativ gleich an. Der Amazon Fire TV Stick kostet 60 Euro und der Roku 4K Streaming Stick kostet 58 Euro. Preislich sind die Unterschiede jetzt nicht so groß, aber wenn es natürlich mal Aktionen von Amazon gibt, wie zum Beispiel Prime Days oder andere Dinge, dann kostet der Amazon Fire TV Stick natürlich nur die Hälfte, dann kriegst du den schon für 35 Euro und bei Roku TV wird es wahrscheinlich dann so bleiben vom Preis oder die gehen dann mit runter, aber offiziell jetzt momentan Stand in diesem Jahr preislich um die 60 Euro. Die Video-Wiedergabefunktion liegt beim Roku TV bei Dolby Vision, HDR10+, 4K und HD, währenddessen bei Amazon die gleiche Videoauflösung verbaut ist, aber gleichzeitig noch die HLG-Funktion mit dazu kommt. Die Audiofunktionen auf dem Amazon TV Stick sind Dolby Atmos 7.1 Surround gegenüber Dolby Audio beim Roku TV. Über Sprachbedienung verfügen beide Sticks. Amazon mit Alexa und Roku TV ist natürlich auch Alexa-fähig, aber kommt auch mit einer eigenen Sprachbedienungsfunktion. Ein weiterer Unterschied, der Roku TV Stick, der verfügt über Google Play Movies, was der Amazon Stick bis jetzt noch nicht kann. Ein sehr wichtiges Feature, wie ich finde, ist beim Roku TV Stick, dass hier AirPlay verbaut ist, währenddessen beim Amazon Fire TV Stick das Ganze mit einer externen App geregelt wird, was natürlich nicht so schön ist und auch nicht immer so super funktioniert. Hier beim Roku TV Stick kannst du über AirPlay natürlich wunderbar dein Smartphone und dein Tablet ohne Komplikationen mit dem TV verbinden. Vom Betriebssystem unterscheiden sich beide dadurch, dass Roku OS einfacher in der Aufmachung ist. Das heißt, im Menü ist alles wirklich deutlich einfach und schlicht gehalten, währenddessen bei Fire OS alles für mich sehr überladen wirkt. Hier kommen sehr viele Informationen auf einen Klick und hier ist sehr viel Info komplett verpackt und das nervt mich manchmal. Die Installation, die verläuft bei beiden natürlich reibungslos. Beim Fire TV Stick musst du deine Daten für die Registration hergeben und beim Roku TV Stick ist das natürlich nicht anders. Über eine externe Smartphone-App verfügen natürlich beide Sticks, wobei ich sagen muss, dass sich die Roku TV App etwas besser bedienen lässt als die vom Amazon Fire TV. Hier habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass die Entwickler damals eine App produziert haben, aber seit der Produktion natürlich nichts mehr passiert ist und die wirft mich irgendwie so ein bisschen in die Steinzeit zurück, wobei die Roku TV App sehr attraktiv gestaltet ist. Hier sieht man komplett durch, die ist farblich natürlich auch ein bisschen schöner gemacht, also einfach moderner als die Amazon Fire TV App. Bei der Übertragung, da gibt es ebenfalls Unterschiede. So setzt der Roku TV Stick auf Wi-Fi 5, währenddessen der neue Fire TV Stick auf Wi-Fi 6 setzt, was aber abwärtskompatibel ist und natürlich auch jedes ältere WLAN ist hier am Fire TV Stick immer noch anschließbar. Da sind wir schon beim Fazit und das ist auch relativ einfach. Wenn du im Amazon-Universum schon direkt verhaftet bist, dann ist natürlich der Amazon Fire TV 4K Max genau der richtige Stick für dich, denn hier kannst du natürlich dank Alexa komplett auch deine anderen Geräte in deinem Home-Universum weiterhin steuern. Du hast für Alexa verschiedene Funktionen dabei, die du hier nicht hast und du bist natürlich komplett über Prime und andere Geschichten mit deinem Amazon-Universum hier direkt online. Wenn du nicht Amazon-Kunde bist oder ein Amazon-Universum zu Hause besitzt, sondern nur einen schönen, zuverlässigen, ordentlichen 4K-Streaming-Stick benötigst, dann greif doch hier zum Roku TV-Stick. Der ist erstens relativ frisch auf dem Markt. Gleichzeitig haben sich wirklich die Entwickler hier mal einen Kopf gemacht. Erstens, was die unwahrscheinlich gute Bedienung der Fernbedienung betrifft. Die massive Fernbedienung, die gleichzeitig auch wunderbar zu halten ist, die ist echt eine große Empfehlung. Die App dazu ist auch sauber und ordentlich bedienbar. Gleichzeitig bei Roku TV natürlich total interessant und wichtig, dass das Ding AirPlay hat. Und AirPlay ist so schön, wenn du von deinem Mobiltelefon alles auf den Fernseher übertragen kannst, beziehungsweise von deinem Tablet auf dem TV-Gerät alles siehst, ohne jetzt große umständliche Wege gehen zu müssen. Also das haben die auch relativ gut gemacht. Und dann finde ich das noch total interessant, dass natürlich das Menü total einfach gestrickt ist. Es ist nicht überladen, das nervt nicht. Du hast wirklich hier ein sehr schönes, übersichtliches TV-Bedienungsmenü zur Verfügung gestellt und gleichzeitig, wenn du hier über die Sprachbefehltaste einen Film eingibst, dann wird dir automatisch der Film angezeigt. Entweder ist der verfügbar in deinen Streamingdiensten oder du musst ihn bezahlen. Aber
Er zeigt auch die Umsonst-Optionen an, was hier bei Amazon manchmal nicht der Fall ist. Da möchten sie dir wirklich, dass du diesen Film kaufst. Ja, das war es gewesen mit meinem Video. Ich bedanke mich bei euch fürs Anschauen. Alle Produkte sind normal hier in meiner Videobeschreibung verlinkt, wenn ihr nachlesen wollt. Und wenn ihr einen dieser TV-Sticks benutzt, dann schreibt es mir doch hier in die Kommentare. Wenn ihr einen anderen benutzt, dann ebenfalls. Ich sage Tschüss, bye bye und winke, winke. Vielen Dank, gern bis zum nächsten Video.